Hallo zusammen, hier ist Katrin alias Cookie Break 1.0. Ich bin Cookie Artist und was braucht man als Cookie Artist? Genau, Cookie Cutter. Also zeige ich euch heute einfach mal im Autodesk Fusion, wie man relativ einfach so einen Cutter erstellen kann. Also legen wir doch direkt mal los. Ich gehe auf den Würfel und sage Ansicht oben und füge mir über meinen Computer das Bild ein. Und das soll heute dieses Monster sein. Fragt er, wo soll er das hinlegen? Das soll er hier auf dieses Viereck legen, linke Maustaste. Und mit diesem Halbbogen hier, linke Maustaste festhalten, können wir uns das einfach mal ein bisschen größer ziehen. Und mit dem Viereck kann man die Position anpassen. Rechte Maustaste, okay. So, damit er uns das am Ende auch so groß macht, wie wir das wollen, gehen wir hier drüben ins Browser-Menü, klicken einmal den Ansichtsbereich an und mit der rechten Maustaste das Bild und sagen Kalibrieren. Gehen auf die äußeren Enden, setzen uns Punkte und dann kann man das so groß machen, wie man das möchte. Und ich möchte das 100 mm groß haben. Enter. So, jetzt legen wir uns das Skizze drauf, sagen also Fläche, Skizze erstellen, das grüne Plus und legen uns das hier auf dieses Viereck. Und jetzt umfahren wir einmal diese Form. Das Ganze mache ich im Spline. Und lege jetzt einfach mal los. Also je mehr Punkte man sich hier setzt, desto mehr Gelegenheiten hat man später, das nochmal zu ändern. Ne? So. So. Ja, das kann man jetzt so machen, wie einem das so gefällt, bis man so zufrieden ist. So. Dann gehen wir nochmal hier hoch und dann sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Sagen also rechte Maustaste. Okay. So, jetzt hat man eine Gelegenheit, nochmal an der Form ein bisschen rumzuspielen und das nochmal ein bisschen anzupassen. Das machen wir einfach mal. So. Den nehmen wir ein bisschen, naja, sagen wir mal so. So finde ich den eigentlich schon ganz gut und so lassen wir das jetzt. Wie erstellen wir daraus jetzt einen Cutter? Ganz einfach, wir sagen O für Offset, gehen auf die Linie und sagen, er soll das Ganze 4 mm breit machen. Aber nicht nach innen, sondern nach außen, sagen also umkehren. Okay, das Ganze nochmal, O für Offset, die innere Linie, 1,5 nach außen, okay. Und weil es so schön war, noch ein drittes Mal O für Offset, unsere Originallinie und diesmal 0,5, das wird am Ende unsere Schnittkante. Nach außen, okay. Das Bild, das können wir jetzt eigentlich mal rausnehmen, hier im Ansichtsbereich einfach das Auge zumachen, ist das Bild weg. Jetzt soll er das Ganze in die Höhe bringen, wir sagen also E für Extrusion. Gehen auf den äußeren Bereich und dann kann man das eben so hoch machen, wie man das eben möchte und ich möchte das 4 mm hoch. Enter. Jetzt ist die Skizze weg, kein Problem, gehen wir einfach hier drüben auf Skizze und machen das Auge wieder auf, ist die Skizze wieder da. Gehen also in den nächsten Bereich, sagen E für Extrusion, klicken das an und jetzt soll er das 10 mm noch hoch machen. Enter. Und auch den letzten Bereich einmal anklicken, 16 mm. Das kann man jetzt an die Höhe seines Teiges anpassen. Und das war es im Prinzip auch schon. Da ist unser fertiger Cutter und den lassen wir doch jetzt direkt mal ausdrucken. Wir gehen also auf Datei, sagen Exportieren. Dann fragt er uns, wie wir das Ganze nennen wollen. Und dann nennen wir den einfach mal YouTube Monster. Wichtig, dass das Ganze als STL-Datei abgespeichert wird, damit der Drucker das auch verarbeiten kann und im richtigen Ordner, dass wir das am Ende auch wiederfinden. Cookie Cutters. Speichern. Exportieren. Fragt er uns Speicherort öffnen? Ja, machen wir. Sagen also Speicherort öffnen. Da haben wir es schon. Doppelklick und dann legt er uns das in unseren Slicer. Ich habe einen Bambulab-Drucker, also habe ich auch den Bambulab-Slicer. Das ist ganz praktisch. Hier ist alles schon voreingestellt. Ich gebe einfach nur das richtige Filament ein und los geht's. So, aber bevor wir den jetzt drucken, wollen wir den spiegeln, weil sonst ist er ja falsch rum. Wir klicken den einfach mal mit der
rechten Maustaste an und sagen Spiegeln, und zwar in der X-Achse. Das macht er und dann kann er das ganze Ding slicen. Und dann sehen wir hier, wie lange das dauert. In dem Fall dauert das ja knapp 25 Minuten. Sagen also Druckplatte drucken und senden das an den Drucker. So, dann lassen wir den Drucker mal seine Arbeit machen und dann zeige ich euch am Ende, was draus geworden ist. Da ist auch schon der fertige Cutter. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und für mehr Cookie-Content folgt gerne meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bye!